Hallo und herzlich willkommen. Da bereits einige Leute die Dungeons Alpha spielen konnten und es auch einen ausführlichen Forenpost von JavaMan dazu gab, möchte ich euch im heutigen Video einmal die wichtigsten Dinge zeigen, die bereits zu Dungeons bekannt sind. Wenn ihr einen Dungeon Run starten wollt, solltet ihr euch eine Party von 5 Leuten suchen und dann könnt ihr zu Mord gehen, um auszuwählen, welche Dungeon-Ebene ihr spielen wollt. Bei den momentan verfügbaren Ebenen konnte man bereits sehen, dass man mindestens Combat Level 5 sein musste, also könnten spätere Dungeons auch ein höheres Combat Level als Anforderung haben. Nachdem ihr dann eine Ebene ausgewählt habt, müsst ihr im Dungeon selber erneut mit Mord reden und dort erhaltet ihr einen Dungeon Orb. Dort könnt ihr dann eine der 5 verfügbaren Klassen auswählen. Wie man hier beim Mage sehen kann, habt ihr für jede Klasse ein extra Level. Je nachdem welche Klasse ihr wählt, habt ihr noch passive Stats, welche zur Klasse passen, wie beispielsweise beim Mage mehr Fähigkeitsschaden und Mana. Dann hat jede Klasse noch passive Skills, passend für die gewählte Klasse. Je nachdem welche Klasse ihr wählt, erhaltet ihr auch verschiedene Dungeon Orb Fähigkeiten, wobei der Mage beispielsweise das Guided Sheep als Klassenfähigkeit hat, welche ihr einsetzt, wenn ihr einen Rechtsklick mit dem Dungeon Orb macht. Und die ultimative Attacke des Mage ist Thunderstorm, für den ihr einen Linksklick mit dem Dungeon Orb machen müsst. Oder ihr könnt die ultimative Fähigkeit auch einsetzen, wenn ihr einfach den Dropkey benutzt. Neben diesen Fähigkeiten gibt es auch noch Ghost-Fähigkeiten, die ihr einsetzen könnt, wenn ihr tot seid, um euer Team zusätzlich zu unterstützen. Denn richtig tot ist man eigentlich nie in den Dungeons, denn wenn ihr sterbt, seid ihr in dieser Ghost-Form, wo ihr dann entweder eure Fähigkeiten einsetzen könnt oder ihr werdet wiederbelebt, wobei es dafür verschiedene Items gibt oder der Mage sorgt auch dafür, dass Teammates wiederbelebt werden. Und in niedrigeren Dungeons werdet ihr nach einer bestimmten Zeit auch immer wieder automatisch wiederbelebt. Wenn aber alle Spieler gleichzeitig in dieser Ghost-Form sind, ist der Dungeon gescheitert. Wenn dann alle aus der Party eine Klasse ausgewählt haben, könnt ihr auch richtig mit dem Dungeon anfangen. Im Dungeon selber könnt ihr euch dann mit der Karte orientieren. Der grüne Kasten auf der Map stellt den Eingang dar, Fragezeichen stehen für Räume, die von euch noch nicht erkundet wurden. Ein schwarzer Übergang zwischen 2 Räumen stellt eine Wither-Tür dar, für die man einen Wither-Key braucht, um weiterzukommen. Die Wither-Keys bekommt ihr von Minibossen im Dungeon gedroppt. Räume mit einem Haken wurden von euch vollständig erkundet. Pinke Räume stehen für Wiederbelebungsräume, die es in jedem Dungeon gibt. Dort könnt ihr bis zu 4 Feen töten, um entweder tote Teammates wiederzubeleben oder um Revived Stones gedroppt zu bekommen, mit dem ihr euch selbst oder ein Teammate später wiederbeleben könnt. Ein roter Übergang zwischen 2 Räumen steht für eine Bluttür und hinter dieser Tür findet ihr den Dungeon Boss. Ihr müsst nicht alle Räume vollständig erkunden, um zu den Dungeon Boss zu gelangen, aber es wäre empfehlenswert, denn in den Dungeons gibt es auch mehrere Secrets versteckt, welche euch Buffs geben, welche den Bossfight dann einfacher machen, und umso mehr ihr erkundet, umso höher ist auch euer Score, wenn ihr den Dungeon erfolgreich abschließt. Und dann bekommt ihr auch wahrscheinlich besseren Loot, wenn ihr einen höheren Score erreicht habt. Weiter geht es mit dem Loot, den ihr in Dungeons erhaltet. Am Ende des Dungeons oder von den Mobs selber in Dungeons erhaltet ihr Dungeon Gear gedroppt. Also könnte die Lackverzauberung oder das Houndpad gerade in Dungeons etwas wichtiger werden, um Rüstungen zu erhalten. Die Rüstungen, die ihr dort bekommt, sind bereits enchanted und gereforged. Zudem könnt ihr die Rüstungen auch in verschiedenen Raritäten gedroppt bekommen, wobei man in einfacheren Dungeons eher Gear von niedrigerer Rarität bekommt und in höheren Dungeons kann besseres Gear droppen. Bei der Dungeon-Ausrüstung sehen wir auch noch, dass die Rüstungsteile ein Gearscore haben. Dieses hilft euch dabei zu entscheiden, welches Item von zweien besser ist. Zudem hat das Dungeon Gear auch eine Haltbarkeitsanzeige und wenn diese auf 0 ist, kann man die Items nicht mehr benutzen, aber sie geht dann nicht komplett kaputt, sondern sie muss gegen eine gewisse Bezahlung wieder repariert werden, um sie weiterhin zu benutzen. Um das Dungeon Gear zu verbessern, gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal indirekt über den Dungeon Skill, denn umso höher beispielsweise euer Katakomben-Level ist, desto stärker wird auch eure Dungeon-Ausrüstung in Katakomben. Und dann kann man die Dungeon-Ausrüstung noch beim Schmied verbessern, indem man sie mit verschiedenen Essenzen upgradet. Die Essenzen erhält man, indem man Dungeon Gear, welches man nicht länger braucht, beim Schmied zerlegen lässt. Wenn man genügend Essenzen gesammelt hat, ist es auch möglich, beispielsweise Drachenrüstung in Dungeon Gear umzuwandeln. In Dungeons soll es insgesamt dann die besten Schwerter in Hypixel Skyblock geben und auch die besten Verzauberungen und Reforges. Eigentlich will man aber nicht, dass es in Dungeons auch noch die beste Rüstung für Skyblock gibt, aber da es schon länger kein Update mehr für Slate Game gab, macht man hier eine Ausnahme, dass man in den letzten beiden Dungeons Ebenen 9 und 10 auch momentan die beste Rüstung droppen kann. Aber das wird auf Dauer nicht so bleiben. Das waren damit auch schon alle Infos, welche bisher bekannt sind. Leider ist bisher noch kein offizieller Release-Termin angekündigt, aber wenn bereits die Alpha ist, sollte es ja nicht mehr allzu lange dauern, ehe alle Leute auf Hypixel Skyblock Dungeons spielen können. Ansonsten wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag und ciao.